Wir sind ja seit Oktober 2020 hier, haben also insofern eine ganze Menge an Erfahrungen sammeln dürfen, die unterschiedlichsten Art. Paraguay ist eben doch ein bisschen anders in vielerlei Beziehungen. Termine haben einen anderen Charakter hier und Mañana ist nicht unbedingt morgen. Auch was man an Erfahrung macht, wenn man neu hierher kommt, nicht jeder Siedler, der hier ist dem Projekt wohlgesonnen. Wir wurden damals begrüßt, hier wächst nichts, hier wirst du nie Strom haben, hier wirst du nie Wasser haben. Das waren so unsere ersten Eindrücke in den ersten Tagen, als wir damals im Oktober 2020 ankamen. Und geprägt wurde das Projekt natürlich vom Präsidenten und er mit seiner sicherlich exzellenten jesuitischen Ausbildung ist eben ein Meister der Manipulation. Und wir sind ihm genauso erlegen wie, ich behaupte, 90% oder vielleicht die meisten der Siedler, dass er es eben hervorragend verstand, die Menschen für sich einzunehmen und davon zu überzeugen, dass er die Dinge so ordnet, dass es für das Projekt, für alle Beteiligten das Beste ist. Es war eben dieser Eindruck durch seine hochkarätigen politischen Verbindungen, dass er die Dinge schon im Griff hat und alles so steuern wird, dass alles gut wird. Dass er am Ende, vorsichtig ausgedrückt, sehr viele Fehler ist maßlos untertrieben, denn es ist vorsätzlich ganz offensichtlich hier gehandelt worden, dass er vieles so organisiert hat, dass Geld versickert ist. Das ist schlimm. Und er hat ja auch in einem Siedlermeeting die alleinige Verantwortung dafür übernommen. Das war ja das Interessante, wo er eindeutig vor allen Siedlern sagte, er hat die alleinige Verantwortung. Und das wurde ja jetzt in diesem Meeting am letzten Samstag von den Mitarbeitern der Sicherheitsfirma jetzt, den damaligen Personalchef und so weiter, sehr, sehr eindrucksvoll bestätigt, wie hier gearbeitet wurde, wie er, brutal formuliert, er das Unternehmen ausgeschlachtet hat. Und das Schlimme für Silvia und Erwin ist ja, dass sie ihm eben auch voll vertraut haben. Und er aufgrund seiner hochkarätigen Verbindungen eben auch bestimmte Weichenstellungen fest im Griff hatte und gegen ihn lange Zeit nichts möglich gewesen wäre. Das heißt, diese letzten Monate waren aus meiner Sicht für Erwin und Silvia eine hochkarätige Meisterleistung. Auf der einen Seite die Dinge der Vergangenheit aufarbeiten, Beweise sichern, rausholen und auf der anderen Seite das Projekt nach vorn weiterzutragen. In diesem Spannungsfeld, wenn du auf der einen Seite ständig mit den Problemen konfrontiert bist, auf der anderen Seite das Projekt nach vorn tragen muss, ist eine riesige Leistung und dafür habe ich riesen Respekt, weil ich in etwa erahnen kann, wie schwer es ist, dann dort die Kraft, den Mut zu behalten, weiterzumachen. Seit Silvia und Erwin, das komplett übernommen haben, sehen wir, dass die Karre Schritt für Schritt wieder aus dem Dreck gefahren wird, wieder flott gemacht wird, dass das Ganze auf geordnete Bahnen kommt. Es ist natürlich unendlich schwierig, wie ich schon sagte, in diesem Spannungsfeld Aufarbeiten noch der Vergangenheit und trotzdem Weichen nach vorn zu stellen, das alles unter einen Hut zu bringen und unter den entsprechenden nervlichen Belastungen, dann ist es völlig normal, dass an der einen oder anderen Stelle eben vielleicht auch mal ein Wort fällt, das man sonst nicht gebraucht hätte. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind froh und dankbar, dass Sie mit dieser Konsequenz beim Projekt bleiben und es weiterführen und nicht einfach das Handtuch werfen. Und das ist sehr, sehr gut. Und ich speziell, bin der festen Überzeugung, dass Sie nach und nach auch die Siedler, die jetzt noch abwartend am Spielrand stehen, so möchte ich es mal bezeichnen, und zuschauen, wie sich die Dinge entwickeln. Wir alle kennen ja das Pareto-Prinzip. 20% sind dafür, 20% dagegen, 60% stehen dazwischen und gucken in die eine, in die andere Richtung, wie könnte es weitergehen. Und aus meiner Sicht werden die Ergebnisse, die Silvia und Erwin zeigen, die 60% nach und nach dazu bringen, dass sie eben in diese Richtung schauen und das Vertrauen wieder gewinnen, dass es weitergeht, dass wir das Projekt erfolgreich umsetzen werden und dass in 2, 3 Jahren wir uns vielleicht wieder treffen und sagen, weißt du noch damals, wie kompliziert die Situation war, wie ernst es war und jetzt lachen wir darüber. In dem Sinne wünsche ich Silvia und Erwin weiterhin viel Kraft und all jenen, die eben
unter dieser Misswirtschaft des alten Präsidenten heute noch zu leiden haben. Das Vertrauen, den Mut zu sagen, okay, es dauert, viele Dinge dauern länger als ursprünglich geplant, bei uns ja auch. Aber Schritt für Schritt werden wir die Dinge lösen und Schritt für Schritt werden wir das Fahrzeug wieder freikriegen und hier in El Paraiso Verde werden wir gemeinsam eine schöne Zukunft haben. Ich bin mir sicher, dass durch viele kleine Aktionen, wie eben jetzt am Samstag hatten wir ja auch das erste Orgelkonzert in El Paraiso Verde. Am Donnerstag dann ist die Bibliothek geöffnet. Durch viele kleine Schritte werden viele Siedler mithelfen, das Leben hier in El Paraiso Verde bunter zu machen, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen bzw. zu entlasten und so es zu einem echten Gemeinschaftsprojekt machen. Ich sage mal, bei jeder Gemeinschaftsentwicklung ist es völlig normal, dass unterschiedlichste Erfahrungen, unterschiedlichste Vorstellungen, unterschiedlichste Ziele letztendlich auch zusammenkommen und einen Modus finden müssen, wie wollen wir gemeinsam voranschreiten. Und da ist es ein Lernprozess für alle Beteiligten letztendlich, aufeinander zuzugehen und auszuloten, wie können wir das machen. Und dann, ich sag mal, trennt sich die Spreu vom Weizen und der eine oder andere wird sagen, nö, okay, ist doch nicht meins, weil ich eben völlig andere Vorstellungen habe. Und das ist auch völlig normal. Das ist nichts Schlimmes und jeder kann auch seine Pläne im Laufe der Zeit ändern. Und wir sind froh, dass Silvia und Erwin bei ihren Plänen geblieben sind, dass sie trotz all der Widerstände und Schwierigkeiten die Kraft haben, hier weiterzumachen. Und ich denke, wir und viele andere werden sie dabei unterstützen, ihnen helfen, das Gemeinschaftsprojekt El Paraiso Verde zum Erfolg zu führen.